Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Markus. Hallo auch von mir. Ich bin Sarah. Heute geht es um ein Thema, das viele Menschen kennen. Deutsch sprechen, ohne viel nachzudenken. Du möchtest etwas sagen, aber dein Kopf ist zu voll. Du suchst nach Worten, planst Sätze und genau dann wird es still. Dieses Gefühl kann frustrieren. Dabei gibt es auch andere Momente. Momente, in denen Deutsch einfach kommt. Ohne Druck, ohne Plan. Genau darüber möchten wir heute sprechen. Vielleicht erkennst du dich darin wieder. Du verstehst viel Deutsch, aber beim Sprechen blockiert etwas. Nicht, weil du nichts weißt, sondern weil du zu viel denkst. Dein Kopf arbeitet schnell, dein Körper wird angespannt und die Worte bleiben stecken. Gleichzeitig gibt es Situationen, in denen alles leicht ist. Ein kurzer Satz im Café, ein spontanes Gespräch, ein Lachen. Diese Unterschiede wollen wir heute gemeinsam anschauen. In dieser Folge sprechen wir ruhig und langsam. Du kannst einfach zuhören und dich entspannen. Es geht nicht um Regeln, Grammatik oder perfekte Sätze. Es geht um Alltag, um Erfahrungen und um Vertrauen. Deutsch sprechen ohne Denken heißt nicht, dass du nichts lernst. Es heißt, dass du lernst loszulassen und dem zu vertrauen, was schon in dir ist. Genau. Viele Menschen können mehr Deutsch, als sie glauben. Wenn wir aufhören, jeden Satz zu kontrollieren, entsteht oft mehr Freiheit. Heute möchten wir zeigen, warum weniger Denken manchmal mehr Sprache ist und wie du diese Leichtigkeit Schritt für Schritt in deinen Alltag holen kannst. Okay, Sarah, lass uns über die Momente reden, in denen Denken alles schwer macht. Ja, kennst du die Situation, wenn man in einer Runde sitzt und plötzlich dran ist? Oh, absolut. Mein Herz klopft, mein Kopf sucht 5 perfekte Wörter, doch nur Stille kommt. Mir passiert das oft bei Telefonaten auf Deutsch. Ich sehe das Display klingeln, denke an Grammatik und nehme nicht ab. Du drückst weg? Manchmal. Danach schäme ich mich natürlich. Verstehe ich. Bei mir war es neulich beim Elternabend. Erzähl. Die Lehrerin fragte, ob jemand helfen will. Ich wollte ja sagen. Im Kopf bastelte ich einen Satz ohne Fehler. Die Pause wurde lang. Jemand anderes meldete sich. Chance vorbei. Oh nein, genau so fühlt sich Blockade an. Man ist Zuschauer im eigenen Film. Schön gesagt. Warum passiert das? Ich glaube, weil wir Sprache wie Mathe behandeln. Erst rechnen, dann sprechen. Aber Gespräche sind Lebewesen. Sie laufen weiter. Stimmt. Während wir rechnen, zieht der Zug ab. Ein Beispiel aus meiner Jugend. Ich stand an der Bushaltestelle, wollte nach der Uhrzeit fragen. Auf Deutsch? Damals schon, ja? Ich dachte, Entschuldigung, wie spät ist es bitte? Einfach. Doch dann kam der Gedanke, Artikel, Akkusativ, Höflichkeit. Am Ende fragte ich nichts. Der Bus war pünktlich, ich stieg ein, aber ich fühlte mich klein. Krass, so ein kleiner Satz kann so groß wirken. Genau. Für Muttersprachler ist das nur Luft. Für Lernende ein Berg. Vielleicht denken wir auch an Bewertung. Die andere Person könnte lachen. Ja, Angst vor Fehlern ist laut. Sie schreit im Kopf. Und blockiert die Zunge. Kennst du Tricks, um schneller zu werden? Manchmal hilft Atmen. 2 Sekunden tief ein, dann einfach los. Klingt simpel. Wirkt aber. Oder ich setze mir eine Mini-Aufgabe. Ein Satz, egal wie schief. Mut zur Lücke. Genau. Meine Freundin nennt das Fehler feiern. Schönes Bild. Wie ist es bei dir?
Wann war dein letztes Kopf-gegen-Zunge-Duell? Letzte Woche im Supermarkt. Die Kasse war voll. Die Frau vor mir hatte ein Problem mit der Karte. Der Kassierer seufzte. Ich wollte sagen, er kann meine Karte ausprobieren. Im Kopf suchte ich nach Funktionieren, Probieren, kontaktlos. Nach 10 Sekunden zahlte sie bar. Ich sagte nichts. Und du hast dich geärgert? Ja, weil ich helfen wollte. Vielleicht waren deine Gedanken schneller als die Situation. Ja, das Tempo draußen war höher. Da sieht man, Denken ist manchmal langsam. Ironisch, oder? Man meint, Denken sei schnell. Aber beim Sprechen ist Herz schneller. Guter Satz. Viele Hörer kennen das bestimmt. Absolut. Liebe Leute, habt ihr auch solche leeren Momente? Schreibt uns gern. Wir lesen alles, was ihr teilt. Markus, ich frage mich, blockiert Denken nur Lernende oder auch Muttersprachler? Gute Frage. Meine deutsche Freundin stolpert manchmal auch. Zum Beispiel, wenn sie einen Witz erklären soll. Stimmt, Witze brauchen Timing. Sie denkt kurz nach, dann ist der Witz tot. Haha, ja, kenne ich. Also betrifft es viele, nur aus anderem Grund. Beruhigend, oder? Total. Wir sind alle Menschen mit kleinen Ladebalken im Kopf. Schönes Bild. Vielleicht können wir diese Balken akzeptieren. Ja, anstatt sie zu verstecken. Damit endet aber noch nicht unser Thema. Nein, gleich reden wir über entspannte Momente, wo Worte kommen wie Wasser. Darauf freue ich mich. Jetzt kommen wir zu den schönen Zeiten, Markus. Oh ja, Zeiten, in denen Sprache leicht wie Sommerluft ist. Hast du ein Beispiel, wo alles einfach lief? Ja, letzten Monat habe ich meinen Nachbarn im Hof getroffen. Er grillte Würstchen. Der Duft war herrlich. Ich blieb stehen, wir lachten sofort. Ohne Plan redete ich über das Wetter, über das Fleisch, sogar über Fußball. Die Sätze kamen wie von allein. Keine Pause, kein Grübeln, nur Reden. Klingt gemütlich. Was war anders als beim Supermarkt? Ich war entspannt. Keine Uhr, kein Druck. Der Grill knisterte, die Sonne schien. Meine Aufmerksamkeit lag auf dem Moment, nicht auf Grammatik. Also half die Atmosphäre. Genau. Ich fühlte mich willkommen. Wenn ein Lächeln im Raum ist, denkt man weniger an Fehler. Ich kenne das vom Spazierengehen. Ich treffe oft ältere Damen mit Hunden. Wir bleiben stehen, streicheln den Hund und plötzlich plaudere ich 5 Minuten über Fellpflege, ohne zu merken, dass ich Deutsch spreche. Schön. Die Hunde öffnen Herzen und Münder. Richtig. Der Fokus liegt auf dem Tier, nicht auf der Sprache. Das nimmt die Angst. Gibt es auch berufliche Situationen, wo es fließt? Ja, in meiner Werkstatt. Wenn ich nähe, erkläre ich Kunden, warum ein Stoff passt. Meine Hände arbeiten automatisch, mein Kopf beschreibt, was sie tun. Weil ich das Thema kenne, kommen die Worte wie Wasser. Das kenne ich vom Programmieren. Wenn ich Kollegen zeige, wie ein Code-Teil funktioniert, spreche ich schneller und freier. Der Inhalt ist klar, ich muss ihn nur beschreiben. Interessant. Wir sehen ein Muster. Vertrautes Thema, lockere Umgebung, wenig Zeitdruck. Ja. Und vielleicht ein kleiner Trick. Aufmerksamkeit nach außen lenken. Erklär. Wenn ich den Ballon draußen beobachte oder den Hund, dann hat mein Gehirn keine Kraft, an Kommas zu denken. Es beschreibt einfach das Bild. Das stimmt. Ich erinnere mich an einen Nachmittag im Park. Mein Enkel spielte mit anderen Kindern. Die Eltern standen daneben. Einer fragte, woher ich komme.
Normalerweise stoppe ich kurz, doch diesmal sah ich nur die Kinder rennen. Ich antwortete sofort, erzählte von meiner Heimat, überlegte nicht. Weil du halb mit den Augen bei den Kindern warst. Genau. Multitasking klingt hart, aber hier half es. Hast du je gemerkt, dass Musik hilft? Bei dir? Ja. In Bars mit leiser Jazzmusik rede ich lockerer. Der Rhythmus trägt die Sprache. Ich spreche fast im Takt. Schönes Bild. Bei mir ist es leises Meeresrauschen, wenn ich am Strandurlaub bin. Die Wellen geben Pausen, in denen ich denken könnte, aber ich tue es nicht. Vielleicht brauchen wir Hintergrundgeräusche, damit das Gehirn nicht zu laut denken kann. Guter Punkt. Ohne Geräusch hört man jede innere Stimme. Und die sagt gern: Achtung, Fehler. Haha, ja, aber mit Jazz oder Wellen flüstert sie leiser. Liebe Hörer, habt ihr eure eigene Wohlfühlkulisse? Ein Café, ein Wald, ein Balkon? Schreibt es uns. Wir sammeln gern eure Orte der leichten Worte. Sarah, erzähl doch deine längste Phase ohne Nachdenken. Okay, das war auf einer Fahrradtour vor 2 Jahren. Ich fuhr mit 3 deutschen Freunden an der Elbe entlang. Wir radelten 50 Kilometer. Währenddessen sprachen wir über alles: Landschaft, Kindheit, Essen, Politik. Die Beine traten im Rhythmus, der Fahrtwind rauschte, ich hörte Vögel. Meine Zunge bewegte sich wie das Rad, rund und stetig. Ich vergaß, dass es Deutsch war. Erst abends, als wir ankamen, dachte ich: Wow, das waren Stunden ohne Plan. Großartig. Hast du Fehler gemacht? Sicher. Ich sagte, die Fluss statt der Fluss. Niemand stoppte mich. Wir lachten kurz, fuhren weiter. Die Bewegung half, nicht zu bleiben. Bewegung ist ein guter Lehrer. Ja, vielleicht brauchen wir manchmal Motoren, Füße, Räder, Hände. Oder einen Grill. Genau. Was ist mit digitalen Treffen? Da sitzt man still vor einem Bildschirm. Stimmt. Bei Videokonferenzen schweigen viele. Aber ich habe einen Trick. Ich stelle ein Glas Wasser neben mich und nehme immer wieder einen Schluck. Die kleine Bewegung lockert mich. Dann rede ich weiter. Ich spiele manchmal mit einem Stift. Drehen, klicken, dann sprechen. Also kleine Gesten ersetzen das große Umfeld. Ja. Man schafft Mikroatmosphäre. Noch ein Punkt: Humor. Wenn jemand einen Witz macht, bin ich sofort im Fluss. Weil Lachen das Eis bricht. Richtig. Letzte Woche im Sprachstammtisch erzählte ein Mann, sein Deutsch sei wie Käse, mit Löchern. Alle lachten, inklusive ich. Danach sprachen wir frei. Fehler waren plötzlich Käselöcher. Also normal. Tolles Bild. Humor nimmt die Schwere. Markus, findest du, dass Zeit am Tag eine Rolle spielt? Absolut. Morgens brauche ich länger für Worte. Nachmittags, nach Kaffee, sprudle ich. Abends, wenn ich müde bin, passiert es wieder. Ich denke nicht, rede einfach. Also Kurve wie ein U. Langsam, schnell, wieder frei. Genau. Unser Gehirn hat Tageslaunen. Ich bin vormittags am besten, weil der Kopf frisch ist. Doch ganz spät, wenn Zahlen schon tanzen, rede ich überraschend offen. Keine Energie mehr für Kontrolle. Das zeigt, jeder muss seinen Moment finden. Ja, Sprache ist wie ein Fluss. Man springt an der richtigen Stelle hinein. Und wenn man drin ist, nicht dauernd ans Schwimmen denken. Sonst geht man unter. Sehr poetisch. Danke. Letztes Jahr war ich auf einem kleinen Musikfestival. 3 Tage, Camping, viele Bands. Am zweiten Abend saß ich mit Fremden am Lagerfeuer. Einer spielte Gitarre, wir sangen. Dann erzählte jeder eine kurze Reisegeschichte.
Ich, der einzige Nicht-Muttersprachler, sprach 10 Minuten über meine Zugfahrt durch Polen. Ich beschrieb Waggons, Gerüche, alte Bahnhofshallen, Menschen mit Taschen. Worte kamen wie Funken aus dem Feuer. Niemand korrigierte, alle hörten zu. Nach meinem Bericht klatschten sie. Erst im Zelt bemerkte ich, dass ich nie nach einem Verb gesucht hatte. Die Musik, die Flammen, der dunkle Himmel, das alles verband Story und Sprache. Wundervoll. Das zeigt, Emotion trägt Grammatik. Genau. Wenn Herz voll ist, kümmert es sich um Artikel. Vielleicht können unsere Hörer das testen. Sucht einen Moment voller Gefühl und redet los. Ja, erzählt einer Freundin eine Geschichte, wenn ihr gerade glücklich oder traurig seid. Gefühle schieben die Worte an. Und Fehler fallen hinten vom Wagen. Markus, wir haben nun viele Beispiele gesammelt. Grill, Hund, Fahrrad, Musik, Humor, Gefühle. Alle zeigen, dass Umgebung, Emotion und Bewegung helfen. Das macht Mut, finde ich. Mir auch. Ich merke gerade, wie fließend wir beide sprechen. Ein gutes Zeichen. Wir sind im Thema drin. Sollen wir gleich zum nächsten Teil kommen, in dem wir das Loslassen perfekter Sätze besprechen? Ja, aber lass uns erst tief durchatmen und den Hörern eine kleine Pause gönnen. Gute Idee. Also bleibt dran, holt euch Wasser oder Kaffee. Wir hören uns gleich wieder. Willkommen zurück, liebe Hörer. Jetzt geht es um Perfektion. Oder besser, um das Ende der Perfektion. Genau. Wir wollen zeigen, warum Fehler Freunde sein können. Markus, erinnerst du dich an den Sprachkurs, den wir zusammen besucht haben? Ja, letztes Jahr im Frühling. Da sagte unsere Lehrerin einen Satz, der mich traf. Den mit den Schuhen? Richtig. Sie sagte, ein Wort mit Kratzer ist besser als ein perfekter Gedanke im Schrank. Ich fand das Bild super. Ein Wort ist wie ein Schuh. Man muss ihn tragen. Sonst bleibt er neu, aber nutzlos. Nach diesem Satz änderte ich mein Ziel. Vorher wollte ich wie ein Wörterbuch sprechen. Und jetzt? Jetzt will ich wie ein Mensch sprechen. Sehr gut. Ich habe eine ähnliche Geschichte. Vor vielen Jahren machte ich einen Vortrag an der Uni. Ich schrieb jede Zeile aus, übte tagelang. Auf der Bühne schaute ich auf das Papier und vergaß das Publikum. Fragen konnte ich kaum beantworten, weil sie nicht im Text standen. Du warst gefangen im Manuskript. Ja, heute mache ich nur Stichpunkte. Meine Sätze sind manchmal krumm, aber ich sehe die Augen der Zuhörer. Das macht den Kontakt echt. Was hat dir geholfen, loszulassen? Ein Tipp eines Freundes. Er sagte, sprich, als würdest du kochen. Interessant. Was meint er? Beim Kochen schmecke ich ab, ich ändere Gewürz, wenn nötig. So kann ich auch beim Sprechen Satz für Satz würzen. Schöner Vergleich. Also lieber live würzen als Rezept auswendig lernen. Genau. Und wenn mal zu viel Salz drin ist? Egal, weiter. Ich hatte auch einen Aha-Moment in einem Café. Ich bestellte einen großen Kaffee mit Milche. Die Kellnerin lächelte nur und brachte den Becher. Keine Korrektur, kein Kommentar. Das half dir? Ja. Ich merkte, Fehler stören oft nur mich, nicht die Welt. Ich habe mal der Butter gesagt. Mein Kollege grinste, aber antwortete normal. Und der Tag ging weiter. Genau. Die Erde drehte sich weiter, trotz falschem Artikel. Liebe Hörer, vielleicht kennt ihr diese Angst vor Artikeln. Glaubt uns,
Das Brot schmeckt auch ohne richtigen Begleiter. Schreibt uns gern euren lustigsten Artikelfehler. Markus, findest du, Fehler zeigen auch Persönlichkeit? Ja, mein Akzent verrät meine Herkunft. Das macht Gespräche bunt. Ich sehe das auch so. Ein kleiner Stolperer kann eine Tür öffnen. Oft fragen Leute, woher kommst du? Dann entsteht ein neues Thema. Fehler als Eisbrecher. Exakt. Neulich im Zug sagte ich habe viel gereist. Die Dame gegenüber korrigierte sanft, ich bin viel gereist. Dann erzählte sie von ihren Reisen. Wir sprachen eine Stunde. Also brachte der Fehler euch zusammen. Richtig. Ohne ihn hätten wir vielleicht geschwiegen. Ein anderer Punkt. Kinder lernen auch durch Fehler. Sie sagen, ich habe gegeht. Niemand stoppt die Welt deswegen. Stimmt. Und Kinder verlieren nicht den Mut. Sie reden weiter. Wir Erwachsene sollten mehr wie Kinder sein. Neugierig, mutig, laut. Ich übe manchmal Babysprache für mich allein. Nur um Lockerheit zu spüren. Echt? Ja, ich sage, Auto macht Brumm und lache. Danach bin ich locker für Meetings. Coole Methode. Hast du Rituale? Ich setze mir ein Zeitlimit. Im Meeting darf ich maximal 3 Sekunden überlegen. Dann rede ich, egal ob Satz fertig ist. Und klappt das? Erstaunlich gut. Meist fällt der Restsatz beim Reden ein. Das erinnert mich an Zeichnen ohne Absetzen. Der Stift bleibt auf dem Papier, die Linie sucht ihren Weg. Schönes Bild. Sprache als Linie, nicht als Punkt. Genau. Punkte stoppen den Fluss. Ein Lehrer sagte mir einmal, sprich, dann denke. Zuerst fand ich das verrückt. Weil wir es anders lernen. Erst denken, dann sprechen. Aber in Gesprächen gilt oft das Gegenteil. Die Gedanken ordnen sich unterwegs. Wie beim Spaziergang. Erst loslaufen, dann merkt man, wohin man möchte. Ja, wenn man stehen bleibt, sieht man nur die Kreuzung. Ein Freund von mir spielt Impro-Theater. Dort gilt der Satz Ja und. Heißt? Man sagt nie Nein auf der Bühne, man akzeptiert die Idee des anderen und baut darauf auf. Das schafft sofort Flow. Das könnten wir beim Lernen übernehmen. Fehler sind Ideen, wir sagen Ja und statt Stopp, falsch. Genau. Dann wächst das Gespräch. Sarah, hast du Angst vor peinlichen Fehlern? Weniger als früher. Ich denke, Peinlichkeit dauert 10 Sekunden, Schweigen manchmal viel länger. Guter Satz zum Aufschreiben. Danke. Vielleicht hängt man den an den Kühlschrank. Und daneben einen Zettel. Heute mindestens 3 Fehler machen. Haha, Challenge accepted. Liebe Hörer, macht ihr mit? 3 Fehler pro Tag. Wer schafft das? Schreibt uns, welche Fehler ihr gefeiert habt. Wir lesen ohne Rotstift. Versprochen. Markus, ich spüre, wir nähern uns einem Kern. Mut ist wichtiger als Grammatik. Ja. Grammatik folgt wie ein Schatten. Und Schatten braucht Licht, also Worte. Sehr poetisch, Sarah. Danke. Ich denke, das war ein schönes Bild, um diesen Teil zu schließen. Finde ich auch. Im nächsten Kapitel fassen wir alles kurz zusammen, oder? Ja, gute Idee. Dann atmen wir durch und ordnen die Punkte. Sarah, jetzt wollen wir über Rhythmus sprechen, oder? Ja, der Fluss im Gespräch interessiert mich sehr. Ich merke, wenn ich gut zuhöre, finde ich automatisch den Takt. Stimmt. Zuhören ist wie ein Metronom, es gibt den Beat. Früher wollte ich immer schon die Antwort planen, während du sprachst. Das kenne ich. Dann hört man eigentlich gar nicht.
Heute versuche ich, erst ein letztes Wort innerlich zu wiederholen. Dann antworte ich. Schöne Übung. Sie schafft eine kleine Pause, aber kein Loch. So bleibt das Gespräch wie ein Ping-Pong-Spiel. Genau. Der Ball fliegt, keiner hält ihn lange fest. Ich habe ein Beispiel aus dem Büro. Ein Kollege und ich mussten schnell ein Problem lösen. Wir stellten uns vor, wir improvisieren Musik. Einer spielt, der andere ergänzt. Keine langen Sätze, nur kurze Impulse. Am Ende hatten wir in 10 Minuten einen Plan. Toll. Also half euch das Bild vom Jam Session. Ja, Sprache als Gitarre, Ideen als Akkorde. Bei mir funktioniert Ähnliches beim Kochen zu zweit. Eine Person schneidet, die andere würzt. Wir reden dabei knapp: Paprika fertig, Salz passt, Deckel drauf. Die Worte sind wenige, doch der Rhythmus stimmt. Danach, am Tisch, fließt das Gespräch länger und entspannter. Interessant. Kurze Arbeitsphasen bauen Vertrauen auf. Dann kann Sprache tanzen. Genau. Ein weiterer Punkt ist Atem. Wenn ich flach atme, hacke ich meine Sätze. Oh ja, kenne ich. Tiefes Atmen gibt längere Bögen. Man kann sogar zuhören und heimlich mitzählen. Einatmen 4 Schritte, ausatmen überlegen, dann reden. Klingt fast meditativ. Ist es. Sprache und Atem sind Zwillinge. Ich habe einmal einen Podcast gehört, dort schlug der Sprecher vor, beim Antworten zuerst ein kleines MH zu machen. Dadurch gewinnt man einen Herzschlag Zeit. Stimmt, dieses MH wirkt natürlich und füllt die Lücke. Benutzen Muttersprachler das auch? Sehr oft. Sie sagen also, genau. Diese Füllwörter halten den Takt. Früher dachte ich, Füllwörter sind Fehler. Jetzt sehe ich sie als Rhythmusinstrumente. Schön gesagt. Ein Gespräch ohne wäre wie ein Lied ohne Pause. Sehr anstrengend. Wir dürfen also kleine Pausen feiern. Ja. Eine Pause kann auch Interesse zeigen. Wenn du kurz schweigst, zeigst du, dass du wirklich hörst. Letzte Woche testete ich das mit meiner Nachbarin. Sie erzählte von ihrem Garten. Ich wartete 2 Sekunden, bevor ich fragte. Sie lächelte und sprach weiter, noch tiefer. Pause gibt Raum, den der andere gern füllt. Manchmal ist Rhythmus auch gemeinsam Schweigen. Ja, Stille kann Teil der Musik sein. Was ist mit Geschwindigkeit? Manche Leute sprechen sehr schnell. Ich verliere dann den Takt. Ich auch. Dann konzentriere ich mich auf Schlüsselwörter. Ich lasse unwichtige Wörter ziehen, wie Blätter im Wind. Gutes Bild. Ich nicke bewusst, um im Beat zu bleiben. Nicken hilft enorm. Der Körper zeigt, wo der Takt liegt. In Videogesprächen sieht man das Nicken manchmal schlecht. Stimmt. Dort sage ich öfter, ja, verstehe, um das Nicken hörbar zu machen. Clever. Kleine Bestätigungen sind wie Schlagzeugschläge im Hintergrund. Apropos Schlagzeug. Hast du je im Kopf mitgezählt? 1, 2, 3, weiter? Ja, beim Präsentieren. Ich baue Sätze in Dreierschritten. Aussage, Beispiel, kleiner Witz. Das gibt Struktur und hält Zuhörer wach. Rhythmus ist also auch Ordnung. Und Ordnung schafft Sicherheit. Wenn ich sicher bin, denke ich weniger über Grammatik. Genau. Dann kann Spontanität wachsen. Liebe Hörer, was bringt euch in den Flow? Musik, Pausen, Bewegung? Schreibt uns. Wir sind gespannt auf eure Rhythmen des Alltags.
Sarah, fühlst du, dass unser Gespräch heute selbst ein Beispiel ist? Ja, wir hüpfen leicht von Bild zu Bild, Satz zu Satz. Das macht Spaß und zeigt, Flow entsteht, wenn man ihn nicht krampfhaft sucht. Richtig. Man schafft Bedingungen. Zuhören, atmen, Pausen zulassen. Dann passiert Magie. Ich glaube, das war eine runde Runde, Markus. Finde ich auch. Wir haben viele kleine Werkzeuge gesammelt. Vielleicht sollten wir bald einen Bogen spannen und das Ganze zusammenführen. Gute Idee. Lass uns gleich zu einer Zusammenfassung kommen. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort vorhin, Sarah. Soll ich kurz zusammenfassen, was wir heute alles besprochen haben? Sehr gern, Markus. Eine Zusammenfassung hilft immer. Also, wir haben zuerst darüber gesprochen, wie zu viel Denken das Sprechen blockiert. Wir haben Beispiele gegeben, vom Telefon bis zum Supermarkt. Danach kamen die entspannten Momente. Grill, Hund, Fahrrad, Musik. Wir sahen, dass angenehme Umgebung, Bewegung oder Humor die Sprache freimachen. Dann haben wir die Perfektion losgelassen. Fehler wurden zu Freunden, zu bunten Punkten im Gespräch. Wir erzählten Geschichten von falschen Artikeln, von Käselöchern im Deutsch und vom Impro-Theater. Schließlich haben wir den Rhythmus entdeckt. Zuhören, Pausen, ein kleines Mha oder Nicken. All das baut einen Beat, in dem Worte tanzen können. Im Kern bleibt eine Idee. Mut schlägt Grammatik und Flow entsteht, wenn Kopf, Herz und Atem zusammenarbeiten. Das fasst unseren Weg durch die Folge gut zusammen, finde ich. Das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich würde nur noch hinzufügen, dass wir unsere Hörer immer eingeladen haben, eigene Erfahrungen zu teilen. Denn jede Geschichte erweitert den Klang unserer kleinen Podcast-Welt. Absolut. Damit kommen wir zum Abschiedsteil. Sarah, es war mir wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ganz meinerseits, Markus. Ich genieße unsere Gespräche jedes Mal. Heute war es besonders warm und ehrlich. Stimmt. Ich habe sogar gemerkt, dass ich während der Aufnahme weniger über Wörter nachgedacht habe als sonst. Ein gutes Zeichen. Mir ging es ähnlich. Vielleicht hat unser eigenes Thema gleich gewirkt. Ein bisschen Ironie, aber eine schöne. Liebe Hörer, danke, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wir hoffen, ihr hattet eine ruhige, angenehme Zeit mit uns und vielleicht einen neuen Blick auf das freie Sprechen. Wenn euch die Folge gefallen hat, bleibt gern mit uns in Kontakt. Erzählt uns von Momenten, in denen ihr gesprochen habt, ohne lange zu überlegen. Wir sind gespannt auf eure Beispiele, ob lustig, chaotisch oder einfach menschlich. Wir lesen alles mit Freude und ohne Rotstift. Euer Feedback hilft uns, weiter Themen zu finden, die euch bewegen. Für heute sagen wir Danke. Legt jetzt vielleicht eine Pause ein, atmet tief durch oder hört die Folge noch einmal im Hintergrund. Wir verabschieden uns wie immer mit einem Lächeln. Passt auf euch auf und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal.